Ich dachte mir, ich gebe euch einfach mal kurz wieder ein Update, was gerade bei mir so los ist und was ich in nächster Zeit alles geplant habe. Aktuell lade ich ja Herbstvideos hoch, also die sich so ein bisschen auf das Thema Herbst auch fokussieren. Ich habe auch vor, in nächster Zeit euch auf jeden Fall noch mehr auch irgendwo mitzunehmen, und zwar mal in den Kunstshop, was ich da so alles einkaufe, und in Museen zu gehen. Jetzt ist ja auch die perfekte Zeit, mal ein Museum zu besuchen. Da hat man nicht so das Gefühl, man verpasst draußen das wunderschönes Wetter, was ja in letzter Zeit ja noch öfters der Fall war. Wird jetzt schon morgens auffällig nebliger, deswegen habe ich da so geplant, gerade 2-3 Videos zu machen, die sich so ein bisschen mehr auf den Herbst konzentrieren, dass ich da in nächster Zeit auch mal irgendwo hingehe, ein Café und so weiter, und da vor Ort auch wieder zeichne. Das habe ich in letzter Zeit ein bisschen weniger gemacht, deswegen lade ich gerade hauptsächlich Videos hoch, wo ihr mich eher beim Malen seht und vielleicht noch beim Spazierengehen. Liegt einfach daran, weil ich Anfang Oktober nochmal ganz oft ins Büro musste. Ich habe da mit meiner ehemaligen Firma ausgemacht, dass ich nochmal beim Einlernen der neuen Kollegin helfe. Wir im Guten auseinandergegangen sind, habe ich gedacht, ich unterstütze da auf jeden Fall noch. Ich nehme auf jeden Fall dann noch mit nach Colmar, da war ich jetzt auch vor kurzem gewesen. Könnt ihr euch ein bisschen die Stadt anschauen. Ist kein normales Inspired by Video, da das auch ein Trip war mit Kolleginnen, und da hätte ich jetzt keine Zeit gehabt, da irgendwo zu sitzen und zu malen, sonst hätten die auf mich warten müssen. Colmar ist wunderschön, wer es nicht weiß, liegt in Elsass, also Frankreich. Sehr, sehr hübsche, süße Stadt, auch kulturell viel zu bieten. Da waren wir unter anderem ja auch im Unterlinden-Museum. War sehr interessant gewesen. Und im Museum selber habe ich jetzt nicht gefilmt, weil ich möchte halt nicht einfach haufenweise fremde Menschen filmen, die das vielleicht gar nicht wollen. Was euch vielleicht auch schon aufgefallen ist, dass ich darauf extrem achte, dass ich wenig oder so gut wie niemanden in den Videos zeige. Ich will halt einfach schon die Privatrechte der Leute auch schützen und da jetzt nicht einfach ständig fremde Leute im Bildschirm haben. Manchmal ist es nicht zu vermeiden, leider natürlich, aber ich achte da schon extrem drauf, auch dass jetzt nicht irgendwie Freunde, Kollegen, Familie in den Videos auftaucht. Vielleicht kommt es dann in Zukunft, dass man da hin und wieder mal jemanden sieht, aber das natürlich nur, wenn die Person das auch möchte. Deswegen könnte es vielleicht mal ein bisschen narzisstisch wirken, wenn ich dann nur ständig zu sehen bin. Aber wie ihr ja auch feststellt, ich selber filme mich jetzt auch nicht so oft und extrem. Also ich möchte eigentlich schon, dass meine Vlogs sich vor allem aufs Malen konzentrieren und was ich halt schon so mache am Tag. Aber da es ja vor allem ein Kunstvlog ist, will ich euch ja auch mitnehmen und zeigen, wie der Prozess eines Bildes einfach ist, wie ich da anfange, dass ihr da ein bisschen die Schritte seht und so weiter. Darauf will ich mich halt vor allem fokussieren. Aber wenn es irgendwas gibt, was euch interessiert, was ich euch mal zeigen soll, was ich noch so mache, ich überlege ja die ganze Zeit, was ich euch vielleicht noch Interessantes zeigen könnte, lasst gerne einen Kommentar unten. Da will man einen ruhigen, entspannten Morgen haben. Und es gibt einen Wasserrohrbruch. Warmwasser. Yay! Hier sieht es jetzt aus, als ob wir irgendwie einen Badeausflug gemacht hätten. Aber nein, diese Handtücher und diese 2 Eimer haben verhindert, dass unser Wohnzimmer vollgelaufen ist mit Wasser, nachdem wir endlich herausgefunden hatten, wo man überhaupt das Warmwasser abdreht.
Tja, über sowas sollte man sich vielleicht mal informieren, wenn man einzieht. Wieder was gelernt. Naja. Und jetzt soweit alles trocken. Zumindest das, was wir trocken machen konnten. Und jetzt warten wir auf den Klempner. So, es war jemand da und hat unten geöffnet. Da war es Gott sei Dank nicht so schlimm nass, aber ich bin jetzt gerade dabei, hier alles trocken zu wischen. Aber es hält sich wirklich in Grenzen. Ich habe gedacht, es wäre schlimmer. So, meine Lieben, wir haben eine komplett neue Armatur bekommen. Auch da drinnen ist jetzt alles neu, beziehungsweise die Wasserrohre sind neu, der Abfluss ist nicht neu. Aber er hat beide Schläuche, Gott sei Dank, erneuert, wie man jetzt hier sehen kann. Wir haben es geschafft für heute. Es ist schon 3:30. Ich wollte heute eigentlich malen. Aber wie man sieht, man kann sich halt manchmal nicht aussuchen, was man den Tag macht. Es kommt halt öfters mal anders, als man will. Tja, nutze ich halt noch ein bisschen die restliche Zeit. Hallo, heute ist ein neuer Tag. Ich werde jetzt an diesem Bild weiterarbeiten, was ja ein bisschen mehr Pastelltöne hat und etwas heller ist. Aber man erkennt ja vom Stil her schon, was es werden soll.
So, das zweite Bild der Celebration-Reihe ist fertig. Wie gesagt, hier habe ich mich vor allem auf Pastelltöne konzentriert. Rechts vor allem unten Grüntöne, dann geht es rüber in Lila, Lavendel. Dann habe ich vor allem rote und zart rosa Blüten, aber auch leicht lila Blüten gemalt. Also von den Farben sehr eher einheitlich als das Bild davor. Bin aber sehr zufrieden damit, also happy, happy.